Hallo, liebe Freunde und Förderer, ich begrüße euch heute ganz herzlich aus unserem Auto El Pu. Das ist richtig, wir haben Februar und wir sitzen immer noch in unserem Auto El Pu. Wie manche von euch vielleicht mitbekommen haben, war das ja eher fraglich, ob wir jetzt immer noch unser Auto haben dürfen. Und Sascha kann jetzt mal kurz erzählen, wie es dazu kam, einen Lösungsansatz zu finden. Zunächst muss man sagen, dass es erst jetzt unser Auto ist. Also wir haben El Pu seit April 2015 gemietet gehabt für den immens langen Zeitraum von 5 Jahren. Und jetzt ist es uns ermöglicht worden, das zu kaufen. Vorher war es nicht unser Auto, jetzt ist es unser Auto. Wir haben tatsächlich mit sehr, sehr großer Sorge betrachtet, dass die Corona-Krise und die ganzen Einschränkungen und das Brachliegen des Konzertlebens uns die Mobilität stehlen würde, denn es gehörte zu den Fixkosten, die wir haben, unabhängig davon, wie viel Geld wir verdienen, müssen wir eben die Automiete bezahlen. Wenn wir aber nicht mehr mobil unterwegs sein können, ist uns eine ganz, ganz wesentliche Einnahmengrundlage verloren oder wäre uns verloren gegangen. Dieses Dilemma haben auch langjährige Wegbegleiter betrachtet und uns gefragt, wie man uns in dieser Krise zur Seite stehen kann. Dann haben wir ein Modell entwickelt, um El Pu halten zu können, was wirklich nur durch Unterstützung von Dritten zustande kam. Eine Unterstützung, für die wir natürlich unglaublich dankbar sind. Eine berechtigte Frage, die jetzt jeder stellen wird, ist, warum nehmen wir denn nicht die Bahn? Zu warum nehmen wir nicht die Bahn, gibt es auf jeden Fall eine Geschichte, die nur als unwesentliche Anekdote erzählt werden muss. Und zwar, als ich angefangen habe, bei und mit Ensemble Nobiles zu arbeiten im Jahr 2009, war es eine meiner ersten Aufgaben, Paul ein Mahnverfahren gegen Hartmut Medorn aus der Hand zu nehmen, indem er ihn aufgefordert hat, Nobiles Taxikosten in Höhe von 76,80 € zu ersetzen. Und immerhin haben wir das Ganze mit sehr viel weniger Aufwand in 2 50-€ Gutscheine von der Bahn umgewandelt bekommen. Anlass war damals, ich glaube, eine Rückfahrt von Wittenberg nach Leipzig mit der Regionalbahn. Also im Prinzip ein Unterfangen, was sowieso schon 3 Tage gekostet hätte. Dadurch, dass ich glaube, Nobilis dann irgendwo Halle. in Halle gestrandet ist, obwohl am Folgetag eigentlich ein Gottesdienst in der Thomaskirche zu besingen gewesen wäre, hat sich das Ganze noch viel weiter verzögert. Und natürlich ist es so, dass die Bahn, so sehr ich sie auch zu schätzen beteuern kann, ihre Zeitpläne nicht nach uns ausrichtet, sondern dass wir dann unsere Zeitpläne nach der Bahn ausrichten müssten. Und natürlich schlafen wir auch alle irgendwie gern in unseren eigenen Betten. Und wenn Konzerte sehr spät stattfinden und man am nächsten Tag noch im eigenen Bett aufwachen möchte, dann bleiben einem eigentlich gar nicht so viele Alternativen zum Automobil. Helikopter vielleicht noch, aber ich glaube, dafür müssten wir dann noch mal fremdes Geld einsammeln. Zum Thema Bahn muss man auch sagen, dass halt nicht in jedem Ort, in dem wir singen dürfen, auch ein Zug fährt oder ein Bus, beziehungsweise eine Verbindung von Leipzig besteht, die praktikabel ist. Und wir sind halt auch immer mit ziemlich viel Gewärsch und Gepäck unterwegs und das ist dann einfach äußerst unpraktikabel. Und da ist es dann ökonomisch sinnvoller, auch weil man mit 6 Leuten unterwegs ist mit der Bahn, das sich sehr schnell ins teure Geld hineinschlägt. Da ist es dann sinnvoller, das Auto zu nehmen. Die Rettung von El Pu, wie wir das genannt haben, war dann möglich durch den sogenannten Freundeskreis El Pu. Sascha, erzähl mal, was genau ist der Freundeskreis El Pu? Der Freundeskreis El Pu ist eine Gruppe von Unterstützern, die teils auf uns zugekommen sind und die teils von uns angesprochen worden sind und die jeweils größere Beträge zur Verfügung gestellt haben, damit wir das Auto kaufen können. An dieser Stelle also ein ganz großes Dankeschön an alle, die es ermöglicht haben, dass wir weiterhin mit unserem lieben El Pu durch die Republik fahren dürfen. Nun ist das ja nicht das erste Mal, dass wir uns an unsere Fans und Freunde wenden mit der Bitte um Unterstützung. In dem Fall war es eine ziemlich große Summe.
die einmal gezahlt werden muss. Wir haben ja aber auch Patreon. Was ist denn da der Unterschied? Lulo hat das natürlich richtig gesagt. Der Freundeskreis LPU ist einer einmaligen Investition geschuldet, also diese Einrichtung des Freundeskreises, die wir ja jetzt im Wesentlichen auch geschafft haben. Jetzt sind wir in der Bringpflicht gegenüber dem Freundeskreis. Und bei Patreon ist es ein sehr viel längerfristiges Engagement, zumindest hoffen wir das von all denjenigen, die sich auf der Plattform angemeldet haben und uns monatlich schon zum Teil seit über einem halben Jahr zur Seite stehen und uns helfen, unsere Fixkosten zu bezahlen. Und wir brauchen natürlich Geld, um die künstlerische Arbeit sicherzustellen. Denn ohne dieses Geld könnten wir uns nicht leisten, einen Probenraum und ein Büro zu unterhalten. Das ist aber natürlich eine ganz, ganz wichtige Grundlage für unsere Arbeit. Ohne Probe kein sinnvolles Konzert, das irgendjemand würde hören wollen. Patreon hat außerdem die wunderbare Eigenschaft, dass wir schöne Konzerte, die mehr Aufwand, finanziellen Aufwand brauchen als unsere normalen, dass wir die mitfinanzieren können durch unsere Fans. Das wäre ganz fantastisch, wenn wir das wäre ganz fantastisch, wenn wir so weit mal kommen. Ey, jetzt hast du meinen richtig gesprochenen Satz zerlacht. Wir danken all denjenigen ganz ausgesprochen besonders herzlich, die uns bei Patreon unterstützen. Und insbesondere den Countertenören Andreas und Marion Nelle.